Dieser Akku ist fast neu und dieser hier ist ein paar Jahre alt. Beide sehen gleich aus und beide werden gleich benutzt. Und trotzdem liefert dieser Akku deutlich weniger Energie. Und das passiert nicht nur im Smartphone. Akkuschrauber verlieren Kraft, E-Bikes kommen nicht mehr so weit, PV-Speicher liefern weniger Energie. Der Akku verliert mit der Zeit seine Kapazität. Er reagiert empfindlicher auf Temperatur und kann im Extremfall sogar instabil werden. Aber was genau passiert hier und warum? Denn auf den ersten Blick scheint dieses System eigentlich ziemlich simpel. Der Akku wird geladen und Lithium-Ionen bewegen sich in die eine Richtung. Und später wird er entladen und die Lithium-Ionen bewegen sich wieder zurück. Dann beginnt der Kreislauf von vorn. So benutzen wir Akkus jeden Tag. Und doch passiert im Inneren des Akkus etwas, das sich nicht mehr vollständig rückgängig machen lässt. Und um zu verstehen, was das ist, müssen wir uns anschauen, was im Inneren des Akkus wirklich passiert. Hi, ich bin Chris. Ich bin Maschinenbauingenieur, technikbegeistert und ich liebe 3D-Animation. Hier auf 3D Insight helfe ich dir, komplexe Technik so zu verstehen, dass sie wirklich klar wird. Also, lass uns direkt anfangen. Um die inneren Abläufe nachvollziehen zu können, müssen wir uns vorher anschauen, wie eine Lithium-Ionen-Zelle überhaupt aufgebaut ist. Im Inneren liegen sich zwei unterschiedliche Materialien gegenüber. Auf der einen Seite befindet sich ein Material, das Lithium-Ionen abgeben kann, und auf der anderen Seite ein Material, das diese Ionen wieder aufnehmen kann. Diese beiden Seiten nennt man Anode und Kathode. Auf der Außenseite befindet sich jeweils eine dünne Metallfolie aus Kupfer bzw. Aluminium. Sie stellen die elektrisch leitende Verbindung der einzelnen Schichten zu den Anschlüssen der Zelle her. Dazwischen liegt eine extrem dünne Trennschicht, der sogenannte Separator. Er sorgt dafür, dass sich beide Seiten nicht direkt berühren. Gleichzeitig ist der gesamte Bereich mit einem Elektrolyten gefüllt. Das ist ein Medium, in dem sich Lithium-Ionen bewegen können. Diese unterschiedlichen Schichten werden im Akku extrem dicht gepackt, aufgerollt oder gestapelt und bilden so die eigentliche Zelle. So sieht der grundsätzliche Aufbau einer Zelle aus. Aber es geht nicht nur um den Aufbau selbst, sondern vor allem um das, was dieser Aufbau erzwingt. Nach dem Laden befinden sich viele Lithium-Ionen auf der Seite der Anode. Sie sind dort zwischen den Schichten des Graphits eingelagert. Auf der anderen Seite, der Kathode, fehlen diese Lithium-Ionen jetzt. Dadurch unterscheiden sich beide Seiten in ihrem elektrochemischen Zustand. Aus diesem Unterschied entsteht die Zellspannung. Sie ermöglicht später die Bewegung der Ladungen. Die Zelle befindet sich jetzt also in einem energetisch geladenen Zustand. Und beide Seiten unterscheiden sich voneinander. Das ist die Grundlage für alles, was jetzt passiert. Sobald der Akku ein Gerät mit Energie versorgt, entsteht ein geschlossener Stromkreis. Jetzt kann sich der elektrochemische Unterschied zwischen beiden Seiten wieder ausgleichen. Die gespeicherte Energie wird abgegeben. Und hier beginnt der eigentliche Kreislauf. Im Inneren der Anode beginnen sich jetzt die Lithium-Ionen zu bewegen. Die Ionen, die vorher zwischen den Graphitschichten eingelagert waren, verlassen die Struktur. Sie bewegen sich durch den Elektrolyten und durchqueren den Separator in Richtung der Kathode. Der Separator trennt die beiden Seiten mechanisch, aber für die Lithium-Ionen ist er passierbar. Gleichzeitig, und das ist hier an dieser Stelle der entscheidende Teil, beginnen sich auch die Elektronen zu bewegen. Sie können den inneren Weg durch Elektrolyt und Separator allerdings nicht direkt nehmen, denn Elektrolyt und Separator sind für Elektronen kein leitender Weg. Deshalb bleibt ihnen nur der äußere Weg. Sie fließen durch den Verbraucher zurück zur Kathode. Entscheidend ist, diese beiden Bewegungen gehören untrennbar zusammen. Innen bewegen sich die Lithium-Ionen und außen bewegen sich die Elektronen. Nur wenn beide Wege gleichzeitig möglich sind, kann ein Strom fließen und der Akku kann seine Energie abgeben. An dem Punkt entsteht oft ein Missverständnis. Im geladenen Akku fließt nämlich noch kein Strom. Denn Strom entsteht erst dann, wenn sich elektrische Ladungen bewegen. Und genau das passiert erst, wenn der Stromkreis geschlossen wird. Der Akku speichert stattdessen Energie in einem unterschiedlichen elektrochemischen Zustand zwischen beiden Seiten der Zelle. Und erst wenn sich dieser Unterschied wieder ausgleichen kann, beginnen sich die Elektronen zu bewegen. Und erst durch diese Bewegung entsteht der elektrische Strom. Beim Entladen bewegen sich die Lithium-Ionen also zur Kathode, während die Elektronen außen durch den Verbraucher fließen. Aber ein Akku wäre kein Akku, wenn dieser Vorgang nur einmal möglich wäre. Beim Laden wird dieser gesamte Prozess
wieder umgedreht. Im Prinzip passiert genau das Gegenteil. Jetzt wird die Energie aus dem Akku nicht abgegeben, sie wird von außen wieder zugeführt. Dafür erzeugt das Ladegerät eine Spannung, die größer ist als die Zellspannung des Akkus. Dadurch entsteht erneut ein Unterschied zwischen den beiden Seiten der Zelle. Der Akku ist geladen. Die Lithium-Ionen bewegen sich jetzt aus der Kathode heraus, durch den Elektrolyten und zurück zur Anode. Sie durchqueren erneut den Separator und bewegen sich zurück in die Graphitstruktur. Dieser Vorgang passiert bei jedem einzelnen Ladevorgang. Immer wieder werden Lithium-Ionen in diese Struktur hineinbewegt und später wieder herausgelöst. Die Elektronen können diesen inneren Weg weiterhin nicht direkt nehmen. Auch jetzt müssen sie außen durch den Stromkreis fließen. Innen bewegen sich wieder die Lithium-Ionen, außen bewegen sich die Elektronen. Und beide Bewegungen bleiben weiterhin direkt gekoppelt. An der Anode werden die Lithium-Ionen aber nicht einfach irgendwo gesammelt. Sie lagern sich wieder zwischen den Schichten des Graphits ein. Die Elektronen werden gleichzeitig vom leitfähigen Graphit aufgenommen und darin verteilt. So baut sich der energetische Unterschied zwischen beiden Seiten wieder auf. Gespeichert wird also nicht der Strom selbst, sondern erneut der unterschiedliche elektrochemische Zustand der beiden Seiten der Zelle. Und genau aus diesem elektrochemischen Unterschied entsteht wieder die Zellspannung. Diese liegt typischerweise bei 3,6 bis 3,7 Volt. Der Akku ist erneut geladen. Bis hierhin wirkt es fast wie ein perfekter Kreislauf. Entladen, laden, entladen und wieder laden. Aber jedes einzelne Ion wird beim Laden und Entladen in eine feste Gitterstruktur hineingedrückt und wieder herausgezogen. Die Folge davon ist, diese Struktur wird mechanisch und chemisch hoch belastet. Und hier beginnt später die Alterung der Zelle. Schauen wir uns aber vorher das Besondere an einem Lithium-Ionen-Akku an, nämlich, warum kann er überhaupt so viel Energie speichern? Wenn dir das Video hilft, komplexe Technik besser zu verstehen, findest du hier regelmäßig weitere Inhalte. In dieser Materialstruktur liegt der Grund, warum Lithium-Ionen-Akkus so leistungsfähig sind. In der Zelle werden extrem viele Lithium-Ionen direkt innerhalb der Materialstruktur gespeichert. Nicht irgendwie, nicht lose, sondern dicht gepackt zwischen den Schichten des Graphitgitters. Und zu jedem dieser Lithium-Ionen gehört genau ein Elektron, das im Graphit aufgenommen wurde. Das bedeutet, es gibt sehr viele Ladungen auf sehr kleinem Raum. Dadurch erreicht der Akku eine sehr hohe Ladungsdichte. Zudem liegen die Elektronen auf beiden Seiten auf unterschiedlichen Energieniveaus. Aus diesem Unterschied entsteht die Zellspannung. Sie bestimmt, wie viel Energie pro Ladung frei wird. Zusammen ergeben die Spannung und die vielen Ladungen die hohe Energiedichte des Akkus. Aber es geht nicht nur darum, wie viel Energie im Akku steckt, sondern auch darum, wie schnell diese Energie wieder abgegeben werden kann. Denn jedes Lithium-Ion, das sich bewegt, trägt einen kleinen Teil der Gesamtleistung bei. Hohe Leistung bedeutet also, sehr viele Lithium-Ionen müssen sich gleichzeitig durch die Struktur bewegen. Aber das ist nicht beliebig schnell möglich. Je schneller Energie abgegeben oder aufgenommen werden soll, desto stärker wird dieses System belastet. Das kann den Akku an seine Grenzen bringen, wie wir gleich sehen werden. Denn genau diese extreme Verdichtung beim Speichern und die hohe Anzahl an Ladungsbewegungen führt gleichzeitig zu einer hohen Belastung im Inneren des Akkus. Die Lithium-Ionen werden bei jedem Laden und bei jedem Entladen in die Struktur hineingedrückt und wieder herausgezogen. Und das bleibt nicht ohne Folgen. Denn das passiert nicht nur einmal, nicht 100-mal, sondern immer wieder. Stell dir vor, du biegst ein Metalldraht. Einmal kein Problem, 10-mal noch immer kein Problem. Aber irgendwann bricht er. Und genauso ähnlich verhält es sich auch hier. Die Struktur dehnt sich aus und zieht sich wieder zusammen. Immer wieder. Sie arbeitet. Und mit der Zeit entstehen Spannungen im Material. Die Struktur wird ungleichmäßig belastet. Es bilden sich feine Risse und neue Oberflächen entstehen. Und genau hier beginnt das eigentliche Problem. Durch diese ständige Belastung verändert sich die Struktur im Inneren des Akkus. Bereits in den ersten Ladezyklen passiert etwas Entscheidendes. Der Elektrolyt reagiert mit der Oberfläche der Anode. Dabei entsteht eine dünne Schutzschicht, die sogenannte Solid Electrolyte Interface. Und diese Schicht ist zunächst sogar sinnvoll. Sie schützt den Elektrolyten vor weiterer Zersetzung. Aber durch die ständige Bewegung im Material, durch Spannungen und durch feine Risse entstehen immer neue Oberflächen.
An diesen neuen Stellen reagiert der Elektrolyt erneut. Die Schutzschicht wird dicker, Zyklus für Zyklus. Und bei jedem Wachstumsschritt werden aktive Lithium-Ionen dauerhaft gebunden. Diese Lithium-Ionen stehen später nie wieder zur Verfügung. Der Akku verliert dadurch langsam einen Teil seiner nutzbaren Ladung. Zusätzlich wirkt die wachsende Schicht wie ein Widerstand. Je dicker sie wird, desto schwieriger wird es für die Ionen, sich ein- und auszulagern. Zusätzlich steigt durch die dickere Schicht der Innenwiderstand und die Leistung sinkt. Und durch die Veränderungen im Material werden Teile der Struktur für die Lithium-Ionen immer schlechter erreichbar. Manche Bereiche können irgendwann gar nicht mehr zuverlässig genutzt werden. Und genau aus diesen Veränderungen entsteht das eigentliche Problem. Der Akku verliert nach und nach seine Fähigkeit, Lithium-Ionen zuverlässig zwischen beiden Seiten der Zelle zu bewegen. Ein Teil des Lithiums geht dauerhaft verloren. Andere Bereiche der Struktur werden immer schlechter erreichbar. Und die Bewegung der Ionen wird zunehmend behindert. Der eigentliche Prozess der Energiespeicherung funktioniert immer schlechter. Und genau deshalb verliert ein Lithium-Ionen-Akku mit der Zeit seine Kapazität. Sprich, der Akku hält immer kürzer durch. Und unter bestimmten Bedingungen kommt noch ein weiteres Problem hinzu. Besonders beim Schnellladen oder bei niedrigen Temperaturen. Normalerweise lagern sich die Lithium-Ionen geordnet in die Graphitstruktur ein. Aber wenn beim Schnellladen durch den hohen Ladestrom mehr Ladungen pro Zeiteinheit transportiert werden oder die Einlagerung durch niedrige Temperaturen zu langsam wird, stauen sich die Ionen an der Oberfläche. Und genau dann kann sich metallisches Lithium bilden. Die Lithium-Ionen nehmen zwar weiterhin Elektronen auf, lagern sich aber nicht mehr sauber ein. Stattdessen entstehen Ablagerungen direkt auf der Oberfläche des Graphits. Und diese Ablagerungen wachsen nicht gleichmäßig. An einzelnen Stellen bilden sich feine, nadelförmige Strukturen, sogenannte Dendriten. Diese Strukturen können immer weiter wachsen, Zyklus für Zyklus, immer weiter in Richtung der gegenüberliegenden Seite. Solche Strukturen können den Separator beschädigen oder sogar durchdringen. Dadurch kann es zu internen Kurzschlüssen kommen. Im Extremfall geht dieser Prozess sogar noch weiter. Wenn der Separator immer stärker beschädigt wird, entstehen lokale Schwachstellen. An diesen Stellen kann die Trennung zwischen den beiden Seiten der Zelle verloren gehen. Dadurch können sich Elektronen auf einmal direkt durch die Zelle bewegen. Es entsteht ein interner Kurzschluss. Dabei entsteht lokal sehr viel Wärme. Der Elektrolyt beginnt sich zu zersetzen. Die Reaktionen laufen immer schneller ab und es entsteht eine Kettenreaktion. Der Akku heizt sich jetzt selbst immer weiter auf. Man nennt diesen Prozess Thermal Runaway. Der Akku kann sich dann selbst nicht mehr stabilisieren und im Extremfall kommt es zum unkontrollierten Abbrennen der Zelle. Und das ist die direkte Konsequenz aus einem System, das über lange Zeit mechanisch und chemisch stark belastet wurde. Und genau deshalb braucht dieses System eine permanente Überwachung. Damit genau das im Alltag nicht passiert, werden Lithium-Ionen-Akkus ständig überwacht. Jeder moderne Akku besitzt ein Batteriemanagementsystem, kurz BMS. Es überwacht permanent eine Vielzahl von Zuständen im Akku, unter anderem die Zellspannung, den Stromfluss und die Temperatur. Und es greift ein, bevor kritische Zustände erreicht werden. Es begrenzt zum Beispiel die Ladegeschwindigkeit, verhindert ein Überladen oder schützt vor Tiefenentladung. Und wenn nötig, trennt es die Zelle komplett vom Stromkreis. Dadurch bleibt das System innerhalb sicherer Grenzen. Das BMS verhindert die Akkualterung nicht, aber es sorgt dafür, dass sie kontrolliert und möglichst sicher abläuft. Doch auch mit all diesen Schutzmechanismen altert ein Lithium-Ionen-Akku weiter. Und dabei läuft vieles auf dieselbe Frage hinaus. Wie stark wird die Struktur im Inneren belastet? Denn genau davon hängt ab, wie lange ein Akku leistungsfähig bleibt. Ein hoher Ladezustand bedeutet zum Beispiel, dass besonders viele Lithium-Ionen gleichzeitig in der Struktur eingelagert sind. Der Akku befindet sich dadurch dauerhaft in einem stark belasteten Zustand. Nebenreaktionen werden begünstigt, die Alterung beschleunigt sich. Beim Schnellladen entsteht ein anderes Problem. Sehr viele Lithium-Ionen müssen sich gleichzeitig durch dieselbe Struktur bewegen. Dadurch kommt es zu lokalen Belastungen im Material. Und die Wahrscheinlichkeit steigt, dass sich Lithium nicht mehr sauber einlagert und das Risiko für Lithium-Plating steigt. Auch die Temperatur beeinflusst diesen Prozess direkt. Bei niedrigen Temperaturen bewegen sich die Lithium-Ionen langsamer. Das Einlagern dauert länger und es kann zur Bildung von metallischem Lithium an der Oberfläche kommen.
Bei hohen Temperaturen läuft nicht nur der eigentliche Prozess schneller ab, sondern auch unerwünschte Nebenprozesse. Die Alterung beschleunigt sich. Viele Verhaltensweisen von Lithium-Ionen-Akkus wirken im Alltag erst einmal widersprüchlich. Aber jetzt wird sichtbar, dass sie alle auf dieselbe Ursache zurückgehen, auf die Belastung der Materialien im Inneren der Zelle. Beim Lithium-Ionen-Akku liegen die größte Stärke und die größte Schwäche dicht beieinander. Sehr viele Lithium-Ionen auf sehr kleinem Raum. Genau das macht diese Akkus so leistungsfähig. Aber auch genau deshalb verändern sie sich im Inneren mit der Zeit und verlieren an Kapazität. Wenn dir das Video geholfen hat, findest du auf meinem Kanal regelmäßig weitere technische Erklärungen in 3D. Im Endscreen geht's direkt weiter.